So, wie versprochen, machen wir heute ein Video, ein kleines Filmchen über diesen Saab 9.5. Ja, wir haben ja gesagt, das ist der letzte Saab, den wir jetzt besprechen. Vielleicht fällt uns ja noch einer ein, aber vorerst ist es scheinbar der letzte. Es wird nie wieder einen neuen Saab geben, definitiv nicht. Der Saab 9.5, wie ich finde, ein ganz tolles Auto. Hatte selber mal mehrere, immer als Kombi, die nannten sich Sportkombi. Der Saab 9.5 selber kam 1997 auf den Markt, basierte ähnlich wie der 9.3 oder der 900er auf der Vectra B-Plattform von General Motors, was ja immer dann so ein Geschmäckel hatte, hatten wir ja schon mehrmals angesprochen, dass die Leute dann sagten, naja, das ist gar kein richtiger Saab mehr, das ist jetzt irgendwie alles Opel. Sobald man dieses Auto fährt oder auch den 900er oder den 9.3er, merkt man, dass das Quatsch ist, weil diese Autos haben mit Opel vom Feeling her nichts, aber auch wirklich gar nichts zu tun. Und dieser 9.5 war also gehobene Mittelklasse, also konkurrierte quasi mit dem Mercedes und dem 5er BMW und dem Audi A6. Sollte auch ähnlich exklusiv sein, war es natürlich nicht tatsächlich. Also es gibt halt so ein paar Sachen, die nicht so ganz obere Mittelklasse tauglich sind. Nichtsdestotrotz sind diese Autos immer noch, wie ich finde, ein wirklich wunderschönes Design. Dieses Auto hat auch mal einen schwedischen Designpreis bekommen. Wie der Designer es heißt, weiß ich nicht mehr, kann man nachschlagen. Dieser Sportkombi, den fand ich besonders toll immer, weil er ein Kombi ist und viel Platz hat und weil ich dieses Heck toll fand. Also das ist hier quasi wie bei einer Limousine runtergezogen und dann ist das Kombi-Heck hier quasi so reingefasst und es gibt hier auch diese großen, wunderbaren Glasscheiben hinten. Also das fand ich immer wahnsinnig toll. Und er hatte natürlich auch, achso, man muss das kann man auch anders programmieren. Das ist jetzt so programmiert, dass man nur von innen aufkriegt. Zack. Oder mit dem Schlüssel. Und er hatte auch ein relativ großes Heckabteil. Damit fangen wir jetzt mal an. Also hier geht ein Riesenhund rein, hier gehen Kinderwagen rein, hier geht sonst was rein. Hier gibt es auch noch, auf Wunsch gab es hier so ein Verzursystem, was man hier quasi verstellen konnte. Da ist hier überall Dreck drin, aber dann konnte man diese Dinger rausnehmen. Das war extra von Saab, da gab es dann auch so eine tolle Tasche dafür. Und dann konnte man die hier wieder so reinstecken und konnte was verzurren. Also irgendwie ganz klasse gemacht. Und es gab hier noch einen zweiten Boden mit einem Notrad leider nur. Wo man aber auch noch einiges verstauen konnte. Viele Autos hatten ja dann so eine nachträgliche Gasanlage, also hier passt dann auch ein Gastank rein, das war auch ganz praktisch gemacht. Genau, also das Kombi, das Heck fand ich immer klasse und für ein Kombi hatte ausreichend viel Platz. Was ein bisschen blöd war, es gab hier auch so eine Laderaumabdeckung, aber die musste man jedes Mal quasi, also die konnte man so zurückschieben, aber nicht ganz. Das heißt, wenn man hier was Großes laden wollte, musste man die ausbauen. Das war etwas unpraktisch und dieses Hundegitter Original Saab, das ist auch ein bisschen blöd. Das wird also an diesen Verzurösen festgemacht. Das ist so ein bisschen mühselig. Da waren natürlich so die deutschen Hersteller, auch gerade Mercedes mit dem T-Modell, durchaus praktischer unterwegs. So, Motorisierungen gab es bei dem 9.5er eigentlich alles. Das ist hier ein 2 Liter Turbo mit 150 PS. Eigentlich eine Maschine, die wunderbar läuft und ausreichend motorisiert ist. Die Speerspitze und natürlich das gesuchteste Modell heute ist der Aero. Der hatte zunächst 230 PS, dann 250 und zum Schluss hat er 260 PS gehabt. Also Aero-Modelle sind tatsächlich heute auch gesucht und wenn sie gut erhalten sind, zahlt man dafür auch schon Geld. Also gibt schon einige Modelle, da wollen die Besitzer fünfstellig was für haben, für die Aero-Modelle. Der 9.5 selber ist ein tatsächlich unglaublich preiswertes Auto. Also es geht los mit fahrbereiten Geschichten unter 1000 Euro. Und so ein Auto, was manierlich fährt, 3000 Euro, 4000 Euro maximal, dann hat man gute Autos. Ich gehe nochmal zurück auf die Motorisierung. Also es gab dann auch Dieselmotoren. Es gab einmal so einen 2,2 Liter, glaube ich, einen Opel-Motor. Der ist okay. Und dann gab es einen 3 Liter V6 Dieselmotor. Das ist ein Isuzu-Motor, also aus Japan. Eine mega schwere Katastrophe. Der wurde auch im Espace verbaut und in anderen Autos. Lasst davon tatsächlich die Finger. Diese Motoren sind nicht gut. Ja? Sie sind nicht gut und heute sind sie auch deswegen nicht gut, weil sie einfach unglaublich viel Steuer kosten, weil sie halt 3 Liter Hubraum haben. Abgasnorm war, glaube ich,
weiß nicht, Euro 2, Euro 3 maximal. Also diese V6 Motoren passen zum Saab überhaupt nicht, weil der ist da so kopflastig mit. Das passt überhaupt nicht. Am schönsten sind tatsächlich alle Benziner mit dem 2 Liter Turbo, also mit dem Turbomotor, die 4 Zylinder. Und da kann man mit dem 150 PS auch durchaus Spaß haben, mit dem 185 PS, das ist der 2,3 Liter Turbo dann auch. Und wie gesagt, 250 PS oder 260 PS im Aero ist natürlich richtig toll. So, es gab ja, drei Modelle quasi vom 9.5er. Also die ersten hatten andere Heckleuchten, hatten eine andere Front, hatten Glasscheinwerfer. Dann gab es dieses mittlere Modell, was ich persönlich als das schönste empfinde. Der hatte hier also anders gestylte Heckleuchten und vorne Klarglasscheinwerfer, aber aus Kunststoff, die immer wieder blind werden. Es gab auch sogar Xenonlicht für das Auto, es gab Schiebedächer, es gab sogar innenbelüftete Sitze und damit war Saab sogar Pionier. Also der 9.5er war der erste Wagen, der innenbelüftete Sitze anbot, auf Wunsch natürlich. Und es gab hier, das zeige ich euch mal schnell, dieses Auto war immer unglaublich sicher und hatte auch in diesem NCAP-Crash-Test immer ganz hohe Punkte. Es gab hier sogar so eine Kopfstütze, die automatisch vorschnellte, wenn man einen Unfall hatte, serienmäßig, um so ein Schleudertrauma zu verhindern. Er hatte gleich mehrere Airbags, die waren auch immer serienmäßig an Bord. Er hatte eine relativ steife Karosserie, die leider aber auch rostete. So, und jetzt kommen wir gleich zu dem größten Schwachpunkt des 9.5ers. Das ist nämlich an einigen wenigen Stellen, aber dafür umso dramatisch Rost. Und zwar hier der Radlauf. Da geht das gleich los. Also hier hat schon mal der Vorbesitzer sicherlich was dran gemacht. Also hier rostet das weg. Das geht dann bis in die Schweller rein. Von unten sieht man es dann auch. Da ist so ein Hohlraum. Da ist das weg. Bei vielen ist dann hier auch alles weg. Das ist bei fast allen, möchte ich jetzt mal behaupten, schon mal irgendwie gemacht worden. Weil selbst wenn diese Autos tadellos gepflegt wurden, hat sich hier irgendwie Rost reingesetzt. Das war scheinbar von Hause aus nie richtig gut konserviert. Also hier ist das gelöst worden mit einer Blende, darunter ist bestimmt schon mal gespachtelt worden. Es gibt hier auch diese Reparaturbleche bei Scandix, ich sage jetzt einfach mal den Namen, Saab-Fahrer wissen das. Die kann man dann einschweißen lassen. Ist halt immer ein riesen Akt, weil man dann auch im Prinzip hier alles sozusagen lackieren muss. Und bei Autos, die man wirklich schön findet, und ich finde, der 9.5er kommt jetzt gerade so in so einen Liebhaberstatus, da sollte das natürlich dann auch gerade hier in diesem Bereich wieder vernünftig aussehen. Diese Lösung ist eigentlich ganz okay. Also solange es darunter nicht wieder rostet und das vernünftig gemacht wird, finde ich, kann man mit diesen Radblenden da oder Radlaufblenden irgendwie leben. So, was dieses Modell noch hat, ist diese schöne Aero-Felge. Also das war bei den kleinen Modellen nicht serienmäßig, diese Aero-Felge, die immer so Saab-typisch diese Turbine, also das Turborad sozusagen mit aufnimmt. Ja, ein toller Design. Sieht im Prinzip aus wie ein Turbinenschaufelrad. Also das sollte halt immer den Turbo sozusagen symbolisieren. So, andere Schwachpunkte des 9.5er sind wie üblich bei allen Fahrzeugen Achsaufhängungen. Die schlagen relativ schnell aus. Vorne, gerade bei Automatikfahrzeugen, Bremse, noch relativ hoher Verschleiß vorne. Die habe ich gestern gerade neu gemacht für den TÜV. Das kostet mittlerweile auch alles richtig viel Geld. Also für eine Bremse von ATE, das sind innenbelüftete Bremsen, selbst bei dem kleinen Modell hier ist man über 350 € los. So, dann der Motor. Also das ist kein Opel-Motor, das ist ein Saab-Motor, und dieser Saab-Motor ist ähnlich, wie wir das schon bei dem 9.3er Cabriolet mal gesagt haben, sehr robuster Motor, nur er möchte Pflege. Sprich, auch hier gilt, hin und wieder mal die Ölwanne zu demontieren und den Ölschlamm rauszuholen, weil das Öl durch den Turbolader halt immer sehr heiß wird und dann so ein bisschen verkokt. Großer Schwachpunkt hier bei allen Saab sind diese Direct Ignition, diese Zündkassette. Also da sind quasi, wenn man die hier rausschraubt mit diesen 4 Torx-Schrauben, sind da also an jeder Allerdings sind diese Zündspulen dran, die auf den Zündkerzen sitzen. Also auch bei jedem Zündkerzenwechsel muss man die hier rausbauen. Das ist gar kein Problem, die geht schnell raus. Nur, sie neigt halt auch zu Defekten. So, und jetzt habe ich hier eine neue reingesetzt, auch von Scandix, aber allerdings eine Original Saab. Und ich habe mich vorher informiert, es gibt auch günstigere, aber alle sagen irgendwie, es sollte schon eine Original Saab sein, weil die nachgebauten bringen auch wieder Fehler. Ich habe dieses Auto jetzt mehrmals ausgelesen, also er läuft jetzt absolut gesund. Hat auch die AU tadellos bestanden und genau,
Das funktioniert hervorragend. Aber kostet auch 350 Euro. Ja, also so schnell kann man dann das Geld auch versenken. Ansonsten der Motor, wie gesagt, Steuerkette 2 Liter wie 2,3 und auch wie die Aero-Modelle. Die Aero-Modelle müssen, glaube ich, auch Super Plus fahren, also die sind da so ein bisschen empfindlicher. Aber die Aero-Modelle sind auch tatsächlich heute so Liebhaberfahrzeuge. Und wenn jemand einen Aero sucht, im guten Zustand sollte er nach niedriger Kilometerleistung suchen, nach einem exzellenten Pflegezustand, nach einer wirklich guten Wartungshistorie. Das ist wirklich wichtig. Und dann kann man für so ein Auto auch durchaus 10.000 Euro ausgeben und man hat dann auch wirklich viel Fahrspaß. Nicht? Also dieses Auto macht auch schon in dieser kleinen Variante mit dem Automatikgetriebe richtig Spaß zu fahren. Der läuft 220. Also weil er auch relativ leicht ist, weil er relativ windschlüpfrig ist, weil er relativ kompakt ist. Also er ist ja im Prinzip heute genauso groß wie ein aktueller, oder wesentlich kleiner als ein aktueller Passat. Und er hat eine tolle Form. Also das sind halt diese Klarglas-Scheinwerfer der zweiten Generation. Die bedürfen hin und wieder mal so ein bisschen Pflege, weil sie einlaufen. Aber das habt ihr bei anderen Fahrzeugmodellen auch, bei anderen Herstellern. Genau, also wichtig bei diesen Autos ist halt im Prinzip der Rost. Guckt euch das genau an. Guckt euch das Auto auch von unten an. Es gibt auch Modelle, wo die schon am Boden durchgegammelt sind. Elektronik ist gar nicht so das Thema. Das ist so ein bisschen Motorelektronik. Der Spintermittler spinnt er manchmal. Auch so Lambda-Sonden sind sehr empfindlich. Er hat, glaube ich, 2. Selbst wenn man die austauscht, gibt es so ein Problem und der zeigt immer noch die Kontrollleuchte an. Dann kann man mal das Steuergerät rausnehmen. Ach genau, das wollte ich euch noch mal zeigen. Das ist ein bisschen blöd. Um bei diesem Wagen an das Motorsteuergerät zu kommen, muss man hier im Prinzip auch sehr viel demontieren. Und zwar sitzt das erstaunlicherweise hier drunter. Das heißt, ihr müsst dieses ganze Kunststoff wegmachen, die Scheibenwischer abbauen und so weiter. Also wenn man das abmacht, dann muss man immer so ein bisschen aufpassen, dass es nicht bricht, wobei das ganz gut ist noch. Und dann darunter sitzt unter so einer Klappe das Motorsteuergerät. Das ist natürlich auch immer, wenn diese Klappe nicht ganz dicht ist, so ein bisschen doof, weil da kein Wasser reinkommt. Also wenn so ein Auto das öfter anzeigt, dann solltet ihr durchaus auch versuchen, dieses Motorsteuergerät auszubauen. Natürlich vorher die Batterie abklemmen, die beim Saab 9.5 ganz toll hier unter so einer Box sitzt und sehr leicht zugänglich ist. Ja, das ist alles wirklich gut gemacht. Und hier sind die Klipse so ein bisschen kaputt. Das ist immer so gebrochen, das Plastik. Aber gut, das ist dann halt so. Aber im Prinzip sitzt die hier sehr gut geschützt. Über die Lichtmaschine habe ich euch ja schon beim 9.3er mal was erzählt. Das ist wirklich blöd, wenn die kaputt ist. Das ist hier nicht anders. Die sitzt wirklich dämlich. Und das ist ein bisschen viel Fummelei. Ansonsten ist dieses Auto wirklich ganz einfach zu reparieren eigentlich. Und man kriegt Technikteile, sage ich nochmal. Also Saab ist seit Ewigkeiten nicht mehr existent. Aber Technikteile gibt es. Es ist überhaupt gar kein Problem, was zu bekommen. Bremsen, Lichtmaschine ist machbar. Und viele Fahrzeuge sind mittlerweile so günstig, dass wenn man sich für so ein Auto entscheidet und man hat einen guten, tollen 9.5er gefunden, kann man sich auch für 500 oder 600 Euro irgendwie so ein Schlachtfahrzeug dazustellen und das immer wieder, naja, wenn man Teile braucht, vielleicht findet man da eins in diesem Fahrzeug, was gut ist. Das war es eigentlich im Prinzip zu diesem Auto. Die Innenausstattung, wie gesagt, die variierten. Also es gab da unterschiedlich. Das ist, glaube ich, ein Vektor. Weiß ich nicht genau, das ist die Basisausstattung. Ja, mit Stoff. Stoffautomatik. Der hat hier ein Lederlenkrad, das ist nicht original. Das war so ein fürchterlich vergriffenes Kunststofflenkrad. Der hat da hier dieser Wählhebel. Das ist übrigens auch lustig, den zu wechseln. Unglaublich filigranes Geschichte, das rauszubauen. Aber genau, und da gab es noch irgendwie die Version Arc, glaube ich, die war so ein bisschen britisch, also war so ein Holzimitat hier in dieser Blende. Dann gab es das auch aus Alu in den sportlicheren Modellen. Und
Diese Ausstattung, die der hier hat, ist eigentlich vollkommen ausreichend. Der hat also elektrisch einklappbare Spiegel, das war Sonderausstattung. ESP hatten sogar ab 2001, glaube ich, serienmäßig. Und so ein Schiebedach ist natürlich schön, das funktioniert auch alles noch ganz gut bei diesem Auto. Diese Sitze sind übrigens auch, wenn sie gar nicht so aussehen, eigentlich ziemlich bequem. Und auch vom Stoff her ganz gut. Der Stoff ist noch nicht das Auto hat auch schon irgendwie über 200.000 Kilometer gelaufen und wird jetzt auch nicht sonderlich lieb gehabt. Zum Rost noch eine Sache, wo wir hier gerade stehen. Also hier so diese Türunterkanten hier. Passt darauf auf, die rosten gerne durch, dass die auch so ein bisschen frei sind. Also dass hier nicht überall der Schmodder drauf sitzt, dass man das mal puckt. Und wenn ihr euch für so ein Auto interessiert, die haben alle so eine Schwellerverkleidung. Guckt da mal drunter, nimmt es hoch, guckt mal so leicht unter diese Schwellerverkleidung, ohne sie abzubauen. Mal so ein bisschen weghebeln und gucken, sitzt da Rost drin. Das kann schon sein, nicht? Also hier im unteren Bereich rosteten die Saab 9.5 mitunter ganz gerne. Ansonsten finde ich ein wirklich preiswertes, fahrintensives, wunderhübsch anzuschauendes Fahrzeug, was auch unglaublich praktisch ist. Also eigentlich kann man ja von so einem Auto nicht viel mehr wollen. Und insofern sage ich, Saab 9.5, vielleicht wirklich ein schönes Auto, einfach so für den täglichen Gebrauch. Und man freut sich jedes Mal, wenn man ein Auto fährt, was man auch nicht mehr alle Tage sieht. Nicht? Also das ist ja immer bei Saab so, jeder Saab, der eigentlich heute noch auf der Straße ist, finde ich, gehört gerettet, weil es wird nie wieder einen neuen Saab geben. Definitiv nicht. Ja, jetzt fahren wir hier mit diesem Saab 9.5 Sportkombi. 2 Liter Turbo, 150 PS, Automatikgetriebe. Das hat so Licht- und Schattenseiten. Auf der einen Seite ist es wahnsinnig bequem und sehr komfortabel. Auf der anderen Seite finde ich hier wiederum, dass anders als bei Mercedes beispielsweise in so einem Saab eigentlich so ein Schaltgetriebe schöner ist. Also meine persönliche Meinung. Man kann aber gegen dieses Automatikgetriebe eigentlich nichts Böses sagen. Es ist ein Viergang-Automatikgetriebe, schaltet sehr gut. Auch hier gilt, glaube ich, immer, wie das auch bei Volvo der Fall ist, man sollte hin und wieder mal die Flüssigkeit wechseln. Also das ATF, dieses Automatic Transmission Fluid. Und dann hat man damit eigentlich Ruhe. Also es läuft sehr gut. Man kann das hier auch umswitchen auf Sport und dann wird dieses Auto tatsächlich etwas wilder. Das zeige ich euch gleich mal. Ich finde hier 150 PS komplett ausreichend. Also ich bin mit diesem Auto hier auch schon ein paar Langstrecken gefahren. Da kann man also wirklich ganz easy peasy 180 mitfahren und hat auch nicht das Gefühl, dass es unsicher wird. Man kann aber auch ganz locker so mit 130, 120 über die Autobahn cruisen. Also mit dem Fahrwerk hier, das ist eigentlich ein ganz toller Kompromiss, wie ich finde. Es ist nicht zu weich, es ist nicht zu hart, es ist durchaus relativ sportlich, finde ich. Also selbst hier in diesem Basismodell. Beim Aero ist das natürlich alles noch ein bisschen weiter, ein bisschen härter abgestimmt. Das ist schon alles sehr gut. Man kann mit diesem Auto hervorragend Langstrecken fahren. Also wie gesagt, so Geschwindigkeiten 180, überhaupt kein Problem. Man kann ihn natürlich auch wesentlich komfortabler und langsamer fahren. Automatik, wie gesagt, finde ich beim Saab immer nur bedingt schön. Ich finde, dass so ein Saab ist so handgerissen eigentlich netter. Aber das ist Geschmackssache. Das Getriebe funktioniert hervorragend. Ist eine 4-Stufen-Automatik, die geht ganz gut. Und auch hier sollte man immer wieder mal die Flüssigkeit wechseln, also das ATF. Ansonsten, Bedienung ist klasse. Also hier üblich wie in den 90ern, Anfang der 2000er halt diese Cup-Holder, finde ich immer toll. Man kann hier immer was reinstellen. Da hat man sich immer wieder Mühe gegeben, wie die sich so auseinanderfalten, also auch bei Saab. Alles sehr übersichtlich. Problem immer bei Saab sind diese Displays, Pixelprobleme hat er auch hier. Auch hier oben gibt es das hat er hier nicht, aber hier unten. Ansonsten ist so Elektronik eigentlich kein wirkliches großes Thema hier beim Saab 9.5. So, wie gesagt, Sitzposition finde ich hervorragend. Man kann das Lenkrad hier so verstellen. Also in der Höhe, in Weite. Findet hier eigentlich sehr schnell eine sehr passende Sitzposition. Das ganze Auto wirkt relativ kompakt, was ich mittlerweile sehr gerne mag. Also es ist nicht so ein Riesenvieh. Auch äußerlich eigentlich alles sehr übersichtlich. Man hat hier auch noch beim Saab 9.5 den Blick über die Motorhaube mit 3 Düsen. Toll, oder? Also 3 Spritzdüsen und gut, die Scheibenwischer müssten mal neu. Aber ansonsten ist das
läuft das alles sehr gut. Wie gesagt, diese ganze Bedienung hier ist sehr übersichtlich, da gibt es keine großen Rätsel. Er hat jetzt auch nicht so viel Tamtam. Das fand ich auch immer schön hier beim Saab. Das sind so diese Verstellungen der Luftdüsen. Das ist quasi so ein Knopf und den kann man so hin und her bewegen und dann kann man sich das hier so einstellen. Das funktioniert sehr gut. Das ist bei allen Düsen so. Er hat sogar den Luxus, dass er hier an der Fahrerseite 2 Düsen hat. Also eine für den Kopf und eine dann fürs Fenster. Hier hat er auch 2. Also man kann auch hier was machen und dort auf der anderen Seite. Also irgendwie ist das schon alles ganz gut durchdacht und ja, wie ich finde, ein sehr unterbewertetes Auto, auch was der Preis angeht. Also er ist wirklich relativ günstig noch zu haben, nach wie vor. Und naja, wenn ihr an sowas Interesse habt, wie gesagt, guckt auf den Rost, guckt aufs Fahrwerk, ob das Bollergeräusche macht, also wie bei jedem anderen Auto. Und vor allen Dingen die Wartungshistorie ist nicht ganz unbedeutend. Sind regelmäßig die Ölwechsel gemacht worden, hat er qualitativ hohes Öl gekriegt, ist hin und wieder auch mal die Ölwanne abgekommen, ist das mal gereinigt worden. Genau, so wie sieht es aus mit Ölundichtigkeiten? Also dieser Motor schwitzt auch ganz gerne mal. Ist das im Rahmen oder ist es ein bisschen zu viel? Und so weiter und so fort. Und genau, das schönste Modell ist das Aero-Modell, finde ich nach wie vor. Wie gesagt, aber auch ein bisschen teuer und werden auch nicht mehr allzu viele angeboten. Und wenn, dann haben die alle fast weit über 200.000 gelaufen. Es gibt also auch welche mit über 300.000, die dann nicht schlecht sein müssen, aber da sind dann teilweise auch schon die Motoren gemacht worden. Also bei den Aeros passt so ein bisschen auf, sind die geheizt worden, sind die verheizt worden. Das kann man nicht immer so schnell rausfinden, aber zum Blick in die Papiere, wo ist er? Es gibt ja noch immer viele Saab-Spezialisten. Ja? Saab gibt es ja nicht mehr, gibt auch keine Vertragswerkstätten, aber es gibt immer noch bundesweit ganz gute Leute, die sich auf Saab spezialisiert haben, die selber mal eine Saab-Werkstatt hatten, die sich da ganz gut mit auskennen. Sind die an so einem Auto dran gewesen, sind so Geschichten gemacht worden, was ich sagte. Also wie gesagt, ist mal die Zündkassette gewechselt worden, ist die Ölwanne abgeschraubt worden, ist er Rost behandelt worden. Das ist beim Saab 9.5 tatsächlich eklatant und wichtig. Und wenn ihr so ein Auto findet, würde ich zuschlagen. Also lohnen tut sich das und Spaß macht das auch. Genau, also das war's. Ich hoffe, es hat euch wieder mal gefallen. Wenn ja, gebt uns ein paar Likes, abonniert weiterhin unseren Channel und wir würden uns freuen, wenn ihr nächstes Mal wieder mit dabei seid. Also bis dann, ciao.